Philips CD101, der 5. Teil. Die Decoder- und Analogplatine will ich mir heute vornehmen. Im letzten Teil ging es ja um die Servoplatine. Das ist allerdings ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Das waren dann 4 Stunden. Deshalb musste ich das auch in 2 Teile unterteilen und auch ein wenig kürzen. Gut, dann schauen wir uns mal die Analogplatine hier an. So, die ist ja jetzt aus dem CD101. Die sieht auch überhaupt nicht großartig anders aus als aus einem CD100. Es gibt im CD101 auch spätere Platinen. Das ist hier ein recht früher CD101. Die späteren Platinen, die können auch braun sein, also nicht mehr weiß an der Oberfläche. Ansonsten kann ich hier kaum Unterschiede feststellen, außer hier vielleicht an dem Software-Chip. Das ist jetzt hier eine Software-Version B0007C in den 101, den CD100, den ich hier auch gerade offen stehen habe. Da ist also eine Version 2 drauf. Das ist also 5 Versionen weiter. Das ist, soweit ich das erkennen kann, der einzige Unterschied. Ja, und diese Platine, die soll ja heute auch mal überholt werden. Ich beginne damit, dass ich hier zuerst die ganzen gesockelten Chips hier ausziehe. Digitalfilter, Receiver. Das ist hier der Software-Chip. Das ist eigentlich der empfindlichste und der auch am schwierigsten zu bekommen ist. Alle anderen, die können auch aus Nachfolgegeräten entnommen werden, aber mit der Software, das ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb ziehe ich die einfach mal alle raus, weil ich hier sowieso teilweise die Sockel auslöte. Dann bin ich hier auf der sicheren Seite. Und hier gilt natürlich auch wieder elektrostatische Vorsichtsmaßnahme, obwohl ich ja keine Synthetikkleidung anhabe. Die Keramikwandler, die setzen wir hinterher wieder ein. Die verwenden wir auf dem Metronomsockel. Hier werden ja die Sockel ausgetauscht. Da gehe ich dann später noch drauf ein. So, und das ist die Fehlerkorrektur. Dann wollen wir das auch noch rausnehmen. Ja, jetzt beginnt erstmal die Entlötorgie. Im Prinzip zuerst alle Elektrolytkondensatoren und diese 3 Sockel. Hier können wir ja spaßeshalber auch noch mal die Kondensatoren gleich messen, wie da der Alterungszustand aussieht. Das war ja auf den anderen Platinen katastrophal.
hatte ich gestern Abend ein kleines YouTube-Filmchen gesehen. Da ging es auch um Platinen. Und da wurde also empfohlen, solche Platinen ins Ultraschallbad zu stecken. Also das ist bei diesen Platinen, beziehungsweise bei diesen Styroflex-Kondensatoren, das sind jetzt hier so eine gewickelte Folie, das ist natürlich tödlich. Wenn ich die ins Ultraschallbecken stecke, dann sind diese Kondensatoren hinüber alle. Die sind jetzt hier. Da, diese so silbrig schimmernden. Die sind also sofort kaputt. Also wenn ich sowas ins Ultraschallbecken stecken will, müsste ich also zumindest diese Kondensatoren alle entlöten. Aber das ist ja auch gar nicht notwendig. Ich kann eine Platine auch immer so reinigen. Ja, hier sind ja gar nicht so viele Elektrolytkondensatoren drauf. So, das ist jetzt ein Decoupling-Kondensator, der sitzt im Signalweg. Der filtert im Prinzip den Gleichstrom aus dem analogen Ausgangssignal. Den lege ich mal an die Seite. Den will ich mir gleich nochmal oder später gesondert vornehmen, wenn es um das Thema Ausgangskoppelkondensator geht, der also wie gesagt den Gleichstrom filtern soll. Da werden ja so einige Sachen empfohlen im Internet, denen ich also nicht so ganz folgen kann. Hinsichtlich welcher Kondensator da jetzt am besten geeignet ist. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Rezepte. Wie es auch unterschiedliche Vorgehensweisen hier bei der Bearbeitungsreihenfolge gibt, was man jetzt hier macht, in welcher Reihenfolge. Leute, die machen das Bauteil für Bauteil und prüfen das dann erst immer. Da hat sicherlich jeder sein eigenes Konzept. Das ist jetzt hier mein Konzept. Das funktioniert für mich. So, das waren schon die Elektrolytkondensatoren. Jetzt geht es weiter mit dem Sockel für den Digitalfilter. Ja, das ist natürlich ja, langwierig, sich dann dieses Gebrumme von der Pumpe anzuhören. Sonst gibt es ja auch diesen Vorspulknopf unten, wenn man einfach auf den späteren Punkt des Filmes vorspulen möchte, wo schon alles entlötet ist.
das jetzt alle hier an dem Sockel. Da oben ist noch ein bisschen was. Zack. Und dann die Sockel für die beiden Wandler. Das kann auch raus. Und der zweite Sockel für den Wandler. Jetzt geht's weiter. Die beiden Operationsverstärker nehme ich jetzt. Das sind also Standardtypen, die hier verbaut sind. Das geht heute ein bisschen besser. Der NE 5532 ist ein Doppel-OP-Verstärker, der hier verbaut ist. Den kann man auch heutzutage noch für bestimmte Anwendungen nehmen. Der ist also immer noch gut. Zum Beispiel für aktive Frequenzweichen im Bassbereich ist das ein hervorragender Operationsverstärker. So, wie beim Zahnarzt, Weisheitszähne ziehen. Mal gucken, ob wir da dran kommen und rausbröckeln. Zack. So, das ist raus. Als nächstes entlöte ich hier dieses Read-Relais. Das schaltet also den Ausgang stumm, trennt also das Audiosignal von den Cinch-Boxen. Und das werde ich auch entlöten, weil das werde ich mir ein bisschen genauer anschauen. Wie ist da der Übergangswiderstand? Ich müsste es nicht unbedingt auslöten, aber dadurch, dass ich sowieso alles nachlöte, ist das ja gar kein Problem. Das ist also vorrangig dieses. Diese hier sind gar nicht so wichtig. Die kann man im Prinzip auch deaktivieren. Das ist der DM-Phasis-Filter. Der wird zugeschaltet, wenn dann im Prinzip das Signal von der CD kommt. Das ist aber in den seltensten Fällen überhaupt vorhanden, dieses Signal. Also dieser Bereich ist sowieso inaktiv. Braucht man also keine besondere Aufmerksamkeit drauflegen oder
vielleicht sogar komplett deaktivieren. Ich lasse es einfach drin. Das macht keinen Unterschied. Aber dieses zur Stummschaltung, das will ich jetzt noch entlöten. So, die äußeren. Das ist also das, wo sind wir da? Das ist also das Read-Relais. Was macht das? Hier ist also, oder ich hole mal ein neues. Was mache ich hier so? Wo ist meine Box? Welche? Diese, jene? Dort. Sind also ein Leerkörper noch. So, das ist also einfach eine Spule. Ups, wo sind wir da? Eine Kupferspule, die erzeugt ein magnetisches Feld. Und da drin, da sitzt jetzt hier so ein Glasröhrchen. Und da ist ein Bimetallkontakt. Und wenn das Magnetfeld aktiviert ist, dann zieht der Magnet die Kontakte hier drin zusammen. Und dann haben wir Durchgang in diesem Glasröhrchen. Normalerweise ist hier ein Vakuum drin und das schützt also die Kontakte auch vor Alterung. Aber dennoch messe ich das immer nach, weil es gibt auch eben Fälle, da ist der Übergangswiderstand hier von diesen Kontakten zu hoch. Das ist also nachteilig und dann macht das Sinn, wenn man diese Röhrchen hier austauscht. So, soweit ist hier alles entlötet, dann kann ich die Pumpe ausmachen. So, die Schachtel kann wieder weg. Aber einfach mal eine 5 Volt Spannung auf das Relais. So, wenn es ausgebaut ist, ist die Polarität egal. Wir haben hier die 2 Kontakte, wo die Spule angeschlossen wird. Das ist egal wie rum im ausgebauten Zustand. Ich halte es mal näher ans Mikrofon, dass man das Klacken hört. Das ist also das Bimetall, wenn das durchschaltet. So, dann schauen wir uns zuerst den einen Kontakt an. Und wenn ich den jetzt schalte, muss dieser Widerstand möglichst gering sein.
Das sind 48 Milliohm. Das ist jetzt gar nicht so schlecht bei dem einen Kanal. Dann gehe ich jetzt mal auf den anderen Kanal. ...47 Milliohm. 48, das ist eigentlich auch okay. Jetzt will ich aber einen Faktor, und zwar die Kontaktierung hier an den Pinnen, will ich mal etwas verbessern, gucken, ob sich dieser Wert noch verringert. Weil ich jetzt im Prinzip durch das Lötzinn messe. Nö, da tut sich nichts. ...50 Milliohm. Mal öfters an- und ausschalten, gucken, ob sich da was ändert. Dass die Kontakte sich vielleicht frei arbeiten. Nein, das bleibt in etwa da bei 48 bis 50 Milliohm. Das kann man sich natürlich mal anschauen, was hat so ein Glasröhrchen denn, wenn es neu ist. Da suche ich mir einfach mal einen Magneten jetzt. 72. Na, das ist ein bisschen... ...65. Also man kann schon erkennen, in diesem Fall macht das also keinen Sinn, da neue Sicherungen reinzusetzen. Das gilt aber nicht generell. Also das sind oft, also ich habe auch schon wesentlich höhere Werte gemessen. In dem Fall macht es dann Sinn, da auch neue Glasröhrchen einzusetzen. Das ist so ein bisschen freckelig, also da muss man schon mal Übung haben, wie man die jetzt da reinbiegt in den Halter, ohne das Glasröhrchen zu beschädigen. Also wenn ich jetzt hier die Beinchen dann biege, um das da reinzukriegen, ist also sehr schnell das Glasröhrchen gebrochen. Da muss man ein bisschen Übung haben, deshalb würde ich das gar nicht pauschal empfehlen. Einfach mal messen. Und wenn das in dem Bereich von 50 Milliohm ist, dann ist das naja, besser, als wenn ich da jetzt hier eine moderne Qualität reinsetzen würde. Warum ich habe das schon öfters gemessen, warum die nagelneu einen höheren Übergangswiderstand haben heutzutage als die alten, bleibt mir unerklärlich. Das muss mit dem Kontaktmaterial zusammenhängen. Aber wie gesagt, nicht, dass es, ich sag mal, von 100 sind es vielleicht 5%, wo das wirklich aus dem Ruder ist. Reine Schätzung. Das heißt, dieses Read-Relais, das kann jetzt so wieder eingesetzt werden, wie es ist. Da braucht gar nichts passieren. Wenn wir das jetzt austauschen würden, hätten wir einen schlechteren Übergangswiderstand.
jetzt habe ich das Messgerät weggepackt. Wir könnten ja auch noch mal hier uns die Kondensatoren anschauen. Aber ich löte trotzdem erst das Reedrelais ein, weil das natürlich ein bisschen empfindlich ist mit den Glasröhrchen. Dann messen wir doch hier auch spaßeshalber nochmal ein paar Kondensatoren, die da verbaut sind. Ja, meine Lieblinge sind ja immer diese Axialen von Philips. Die sind besonders schlecht in den Werten. Was haben wir hier? 1 μ, da wird jetzt nicht viel passiert sein. Die kleinen Werte, die werden sich nicht mehr ganz so doll verändern, außer dass der Innenwiderstand noch höher wird. Da haben wir jetzt etwas über 1 μ, 12 Ohm ESR. Wie gesagt, bei den 1 μ, bei den ganz kleinen Werten ist es meistens so, dass die Kapazität noch vorhanden ist, aber der Innenwiderstand natürlich auch schon gestiegen ist. Das ist ein 150 μF. Statt 150 hat der also 26 μF bei 12 Ohm. Das sind beides katastrophale Werte. Noch 1 μ. Dann die radialen Philips. Der soll 47 μF haben. Acht μF, 20 Ohm ESR. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. An diesen Geräten aus diesen Jahrzehnten nach Gebrauch, da müssen die Dinger immer getauscht werden. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ich tausche nur das, was schlecht gemessen wird. Ja gut, was will ich da messen? Die sind alle auf. Und selbst wenn ich jetzt einen messtechnisch da noch besser hätte, der ist ja 40 Jahre alt. Und wie lange soll der denn dann noch mal halten? Da setze ich doch jetzt eine verbesserte Qualität ein und weiß, der Kondensator hält noch mal länger als 40 Jahre. Das kann ich von dem alten, selbst wenn er sich jetzt noch halbwegs gut misst, auch wenn das nur sehr oberflächlich ist, was wir hier machen mit ESR und Kapazität. Wie lange soll der denn das noch durchhalten? Soll der jetzt nächste Woche ausfallen oder übernächste Woche? Also da gibt es eigentlich keine Diskussion. Die müssen grundsätzlich alle ausnahmslos entfernt werden. Elektrolytkondensatoren, je nach Baureihe, haben die eine Lebenserwartung von 1000 Betriebsstunden. Das ist Also da gibt's eigentlich keine Diskussion. Achso, den habe ich mir mal an die Seite getan. Das ist ja ein Koppelkondensator gewesen. Für im Audiosignal. Der hat 22 μF laut Aufdruck. Jetzt hat er nur noch 7 μF und 14,6 Ohm ESR. Das Ganze wird jetzt gemessen bei 1 kHz. Weil diese anderen Kondensatoren, die zur Spannungsstabilisierung sind, die sehen im Prinzip eine Frequenz von 100 Hertz nach der Gleichrichtung, der die ausgesetzt sind, die Kondensatoren. Aber dieser Kondensator, wenn er im Signalweg liegt,
der soll ja das Audioband durchlassen. Jetzt haben Elektrolytkondensatoren sowieso eine kleine Dämpfung, je höher die Frequenz ist. Aber das können wir uns jetzt mal anschauen, wie das jetzt bei diesem originalen Kondensator aussieht. Wir haben jetzt also diese Werte bei einer Messfrequenz von 1 Kilohertz. Das liegt ja durchaus im Audiobereich. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das bei 10 Kilohertz aussieht. Jetzt sehen wir, wir haben nur noch 4,7 μF statt zuvor. Bei 100 Kilohertz haben wir jetzt 1,5 μF Kapazität bei 100 Kilohertz. Gut, so ist das Audioband nicht. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So, müssen wir alles nochmal verstellen. So. Jetzt geht es weiter mit 100 Hertz. Tiefere Frequenz, größere Kapazität, 8,5. Hat aber einen Innenwiderstand von 32 Ohm ESR. So, also das heißt, je höher die Frequenz ist, desto mehr filtert dieser Kondensator aufgrund seiner Alterung raus. Aber zu den Kondensatoren, die ich da jetzt gleich einbaue, da sage ich dann noch später was zu. Im Prinzip geht es jetzt ans Einlöten der restlichen Teile hier. Was haben wir hier? Ich fange mal mit den Sockeln an, die unter den Wandlerchips kommen. Das ist ja an sich kein Problem. Das ist ja auch alles markiert auf der Platine. Hier ist die Vorderseite, da ist die Vorderseite. Dann wird der Sockel da reingesteckt und festgelötet. Das ist ja jetzt keine große Kunst. In diesem Beilageblatt oder auch in der Anleitung, die verlinkt ist unten, da steht aber noch was drin. Und zwar, dass ich da einen Kondensator entfernen muss, der zwischen Pin 8 und 9 liegt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Anfangen zu zählen tun wir hier, wo die Vorderseite markiert ist, und dann geht das los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Und dann ist da ein kleiner Kondensator. Jetzt sehen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist dieser kleine gelbe Kondensator. Hier auf der anderen Seite das gleiche, dieser. Der muss entfernt werden. Der entfällt ersatzlos. In Verbindung mit diesem Sockel natürlich nur. Mache ich das ohne die Sockel und entferne den Kondensator, dann habe ich natürlich ein wunderschönes Ringen im Hochton. Ja, dieser Sockel, der erfüllt gleich mehrere Funktionen. Das ist jetzt also, da ist also was drin. Das ist jetzt nicht ein leerer Sockel, wo ein Deckel drauf geklebt ist, wo ein toller Spruch drauf steht. Da passiert also was drin. Das ist jetzt keine wahnsinnige Erfindung. Das ist im Prinzip das, was der Entwickler dieses Wandlerchips angedacht hat, was aber technisch nicht umgesetzt wurde. Das ist keine
Keine Mondkristalle, kein Schlangenöl, sondern sonst irgendwas Mystisches. Wie gesagt, das ist vom Entwickler der Wandler-Chips vorgesehen, ist aber in keinem CD-Spieler zu keiner Zeit vollumfänglich umgesetzt worden. Von daher ist es im Prinzip das nachträglich einzubringen, ist der Originalzustand. Der Originalzustand, bevor der Rotstift kam. Na, wo ist er? Ja, war richtig. Der ist noch nicht richtig. Das sind die einzigen Änderungen, die gemacht werden müssen für die Metronomsockel. Jeweils den kleinen Kondensator entlöten für an Pin 8 und 9. Die Sockel einstecken, bis sie bündig sind, und einlöten. Das ist überschaubar. Wenn ich jetzt einen Chip einlöte, dann löte ich nicht unbedingt alle Punkte, also alle Lötkontakte nebeneinander auf einmal, sondern ich verteile das, damit ich dem Bauteil wieder Zeit geben kann zum Abkühlen. Wenn ich jetzt jeden Pin nebeneinander löte, dann wird es natürlich umso heißer. Wenn ich jetzt aber sowieso so viele Pinne löten muss und ich gehe jetzt, verteile das die Reihenfolge, dann wird das insgesamt nicht so heiß. Und das Bauteil nimmt auch nicht so schnell, also weniger schnell Schaden. So, jetzt können wir auch die Kamera mal wieder hier anmachen. So, ich löte jetzt wirklich nur die Sockel ein. Alles andere kümmere ich mich später, wenn alle Bauteile drin sind. Das gleiche Schema wie immer, wie schon auf der Servoplatine auch gezeigt. Hier muss ich jetzt nicht zweimal drüber löten, weil ich hier keine Pinne abschneide bei den Sockeln, weil die sehr gut passen von der Länge und weil die sowieso verzinnt sind hier an der Lötseite. Von daher ansonsten löte ich ja immer mehrfach die gleiche Lötstelle, damit auch die Schnittstelle vom Draht wieder mit Lötzinn bedeckt ist. Warum, wieso, hatte ich ja schon zweimal erklärt. Das spare ich mir dann hier.
der Seite sind alle Stifte gelötet. Dann ist hier weiter. So, hier auch. So, hier setze ich jetzt anstelle des Digitalfilters dieses Modul ein. Das ist das S-Type, weil wir haben zwei verschiedene Module auf der Webseite. Bei diesem Modul brauche ich keine Änderung hier an dem SAA 7000 vornehmen. Das ist ein Direktaustausch. Einsetzen, festlöten und freuen. Was das auf sich hat, das kann man in einem separaten Artikel nachlesen auf unserer Webseite. Diese Seite nennt sich dann Fragezeichen Oversampling. Warum das entwickelt wurde, wie das überhaupt in die Geräte kam, was das macht, etc. Was ist der Unterschied? Das polarisiert so ein bisschen das Thema. Viele sind der Meinung, das muss sein, argumentieren also mit irgendwelchen Dingen, die definitiv widerlegt sind. Mit Treppenstufen und Spiegelfrequenzen und was nicht alles. Das ist also nicht richtig. Das ist, dieses Oversampling ist als politische Maßnahme zu sehen. Und das ist auch messtechnisch nachweisbar. Und das ist auch vom Entwickler der Wandlerchips so vorgesehen, das ohne Oversampling zu betreiben. Das ist also möglich und sinnvoll. Dennoch wird natürlich bei den Befürwortern des Oversamplings, das wird oft überbewertet. Das macht einen Unterschied, klar, in der zeitlichen Präzision vornehmlich, aber das ist auch kein Allheilmittel. Also das Oversampling alleine, das Non-Oversampling alleine macht jetzt also kein gutes Wiedergabegerät aus. Das mag jeder machen, wie er will. Ich mache also immer alle einzelnen Stufen in Gänze, also Metronom und diesen Non-Oversampling-Chip. Man kann das auch einzeln machen, nur das Metronom, das sei jedem selbst überlassen. Nur das volle Resultat habe ich natürlich auch nur mit vollem Einsatz. So, als nächstes kann ich schon die Operationsverstärker einsetzen. Das sind jetzt hier auch Doppel-OPV, aber die bestehen aus unterschiedlichen Hälften. Also so, dass wir jede Hälfte für ihre Aufgabe optimiert haben. Die erste Hälfte, das ist die IV-Konversation, also Spannung und Ampere Anpassung. Danach haben wir im Prinzip erst ein hörbares Audiosignal. Hier sind beide Kanalhälften gleichgeschaltet, deshalb kommen auch die gleichen Operationsverstärker hier zum Einsatz. Es gibt auch Geräte, da sind die unterschiedlich beschaltet, weil wie gesagt, das ist ein Doppel-OPV, der hat eine erste Stufe und eine zweite Stufe. Und es gibt Geräte, die haben das auf einen Kanal gedreht. Da kann ich natürlich nicht zwei identische OPV reinmachen, sondern muss man dann genau darauf achten, was ich da einsetze. So, jetzt müsste man 3 Arme haben. Ja, ich mache das doch einzeln, die OPV. Einfach mit dem Finger.
andrücken. Ein Punkt, 2 Punkt. So. Und dann löte ich diese beiden Punkte nochmal nach. Und zwar drücke ich die währenddessen, zack, ist der nochmal runtergerutscht bis auf die Platine. Und erst wenn er richtig aufsitzt, dann löte ich alle 8 Beinchen an. So, dann gibt es diesen OPV, der hat jetzt hier sehr kleine Pinne, die sind also kleiner als normal. Die gibt es auch in der Option bestellbar mit reinen Silberpinnen. Das halte ich jetzt eigentlich für übertrieben. Also diese Messingpinne, diese verzinkten, das ist eigentlich schon in Ordnung. Man kann das in rein Silber auch wählen, nur man muss sich darüber im Klaren sein, dass ich dem Messing, dem Kupfer, ja niemals entgehen kann. Ich habe auch in diesem Operationsverstärker selbst, wo das Die, die im Prinzip die Transistorschicht da sitzt, das ist mit ultra kleinen Fäden an diese Beinchen, die nach außen gehen, angebondet, nennt man das, Bonding. Diese Fäden, die können aus unterschiedlichen Materialien auch entstehen. Da gibt es Aluminium und selbst auch diese Beinchen, die nach außen gehen, das ist in der Regel auch eine Messinglegierung. Eben, ja, Messing enthält ja auch Kupfer. Also ich kann diesem Material, egal wo das ist, ich werde dem nie ganz entgehen können. Das ist ja auch nicht schlimm. Die Leitfähigkeit des Messings im Vergleich zum Kupfer ist minimal geringer, das ist klar. Aber wir arbeiten in diesen Geräten sowieso im Signalweg. Da haben wir ja auch Widerstände, die wir sogar bewusst einbringen. Das heißt, der Widerstand eines Messingpins, der ist vernachlässigbar im Vergleich zu einem Reinkupfer oder einem Silberpin. Kann man machen, wer das gerne möchte. So, 2 Pinchen wieder. Dann erst nochmal andrücken. Zack, der ist noch ein bisschen nach unten gekommen. Und wenn er richtig sitzt, dann alle 4 anlöten. Alle 8 beziehungsweise. Ja, so viel ist das eigentlich gar nicht hier zu tun. Jetzt haben wir die OPV, die Sockel sind alle drin. Jetzt kommen als nächstes die Kondensatoren. Wo ist das Tütchen? Das ist hier. So, dann geht es weiter mit den Kondensatoren. Die kleinen blauen, das sind 1 μF. Die kommen hier unten rein.
Der sitzt jetzt zum Beispiel bei diesem Board um 90 Grad verdreht, wie das in dem Dokument, was unten verlinkt ist, angezeigt ist. Aber hier auf der Platine ist immer auch die Polarität markiert. Das heißt hier das Dunkle, das ist der Minus. Das heißt, das ist jetzt genau um 90 Grad verdreht, wie das in dem verlinkten Dokument angezeigt wird. Das ist interessant. Hier ist der Aufdruck verkehrt gewesen. Da hat man aber das mit einem Filzstift schon korrigiert. Sieht man das? Also der schwarze Strich, der Minus, das muss nach oben. Aber der Aufdruck auf der Platine, der war verkehrt rum. Und irgendjemand hat das mit einem schwarzen Filzstift markiert. Diese Markierung war aber unter dem Originalkondensator. Das heißt, das ist bei der Produktion schon passiert. Also das ist bei Philips relativ selten, dass da der Platinenaufdruck relativ falsch ist. Das kommt bei vielen Herstellern, kommt das also öfters auch mal vor. Bei Philips nicht so oft. Bei Marantz zum Beispiel ist es oft so, dass die Schaltpläne überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Also das sind dann irgendwelche Feinheiten, die Dreck und Drop von irgendwelchen älteren Modellen übernommen wurden und aber überhaupt nicht an das jeweilige Modell angepasst wurden. Da kann man sich also auch nicht immer auf den Schaltplan verlassen und auch nicht immer auf den Aufdruck. So, da ist die nächste. Ich verliere immer die Orientierung. Wo ist der nächste Pin, wenn man durch die Lupe guckt? Aber ohne geht es leider nicht mehr. So, was haben wir da auf dem Board liegen? Das ist Blödsinn. Aha. Und wie gehabt, nach dem Abschneiden dann nochmal überlöten. Und hier sehe ich schon direkt daneben, das sieht schon aus wie eine kalte Lötstelle. Das ist mir jetzt egal, weil da kümmere ich mich nachher drum. Jetzt mache ich nur die Kondensatoren. Das waren die zwei Einer. Jetzt geht es weiter mit einem 150er. Das wird dieser etwas dickere sein. Ne, das ist ein 100er. (33) 150. Das ist also ein Stützkondensator für das Ausgangsrelais. Ja, machen wir den gleich mit einzeln. Man kann ja auch erst alle Kondensatoren einstecken, aber ich habe es ja jetzt nicht eilig.
So, diese Platine ist sehr schmutzig. Die muss ich natürlich gleich mal gut reinigen. Aber ohne Ultraschallbecken. So, jetzt, wo wir einmal hier oben an dem Relais sind, nehme ich jetzt die Koppelkondensatoren. Ich nehme nur noch diese. Das sind Elektrolytkondensatoren, 22 μF, bipolar. Da gibt es also sehr unterschiedliche Rezepte. Ich kann für mich nur feststellen, dass ich keine Folienkondensatoren an dieser Stelle einsetze. Das kann jeder machen, wie er will. In einer passiven Lautsprecherfrequenzweiche, da mache ich das auch, da macht das Sinn, da nehme ich gerne MKP-Kondensator, aber hier als Koppelkondensator in dem elektronischen Gerät nehme ich einen Elektrolytkondensator. Wenn jemand was anderes nehmen soll, soll er das machen. Ja, muss ich aber bewusst sein, dass die Eigenschaft einfach eine ganz andere ist. Das heißt, die Abhängigkeit zur Frequenz, wie verhält er sich da. Und dann gibt es auch oftmals, dann werden da unheimlich große Werte eingesetzt. Ich weiß nicht, welche Hoffnung da zugrunde liegt, also in der Kapazität. Ob dann da mehr Bass durchkommt, also das lässt sich ja sehr leicht berechnen. Da braucht man also wesentlich kleinere Werte, um das Audioband abzudecken. Also der mit 22 μF, der ist schon also ausreichend in der Kapazität dimensioniert. Das braucht also absolut nicht größer. Das hat überhaupt keinen positiven Effekt. Im Gegenteil, je größer der Kondensator wird, desto anfälliger ist er für Mikrophonie. Das heißt Vibrationen, die der Kondensator aufnimmt und dadurch selbst Strom erzeugt. Also Vibration, Körperschall aus der Platine oder auch Luftschall etc. Der Kondensator reagiert. Wenn ich da drauf tippe, dann produziert der Strom in dem Moment. Und je größer der Kondensator ist, desto stärker ist dieser Effekt. Da mag jeder nehmen, was er will. Da gibt es ja die unheimlichsten Konstruktionen. Papier in Öl, versiegelte, in einem Blechkanister versiegelte Kondensatoren. Das sind dann eher so Kunstwerke, Bastelbuden, die, naja, jeder wie er mag. Habe ich jetzt bei einem Anbieter auf der Webseite gelesen, der also auch eher als seriös zu betrachten ist. Der also auch HiFi-Klassiker repariert und überholt. Da habe ich auf der Webseite gelesen, dass der also seit 2015 nicht mehr bei eBay ist, weil das Verhalten der Käufer also ja nicht so ist, dass das gegenseitige vertrauensvolle Basis ist. Ich nenne das immer Zalando-Mentalität, dass die Leute irgendwie mit einem Klick irgendwie alles haben wollen und dann gefällt es mir nicht mehr und dann kann ich alles zurückschicken und generell sich so eine Unzufriedenheit breit macht. Alles ist zu teuer.
Auf der anderen Seite muss die Qualität aber besser werden. Das ist vielleicht ein, ja, weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommt, dass alles, was immer billiger wird, auch in der Qualität immer besser wird. Das kann sein unter Umständen. In der Elektronikproduktion zum Beispiel, da bestimmt fast nur die Stückzahl den Preis, nicht die Qualität. Aber wenn es jetzt in den Handwerksbereich geht und dann kommen dann Anfragen wie Kostenvoranschlag für irgendwie XY, ich habe aber schon 3 Kostenvoranschläge, dann frage ich mich, was soll dann der Sinn machen nach einem vierten? Nach welchen Kriterien wird denn dann überhaupt entschieden, wo ich was reparieren lasse? Ist das dann nur der Preis? Deshalb, sowas lehne ich grundsätzlich ab. Ich bin der Meinung, dass wenn hier was kaputt ist an so einem Gerät und das wird nur partiell repariert, dann geht nächste Woche, wie ich das schon sagte mit den Kondensatoren, geht nächste Woche an nächster Stelle was kaputt. Ja, wer ist denn in Schuld? Ich, weil ich jetzt einen defekten Transistor ausgetauscht habe, eine Stunde den Fehler gesucht habe, eine Stunde auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und verpackt habe, 2 Stunden Arbeit, und das ist dann meine Schuld, weil ich soll dann eine Garantie für das komplette Gerät übernehmen. Das ist klar, dass sich das nicht verträgt mit so einer Geiz ist geil Mentalität. Nur was da auch im Umkehrschluss passiert mit dieser Einstellung, also die guten Angebote, die gehen ja dann weg, wie dieser, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber hat was mit Ton auch zu tun, wie der das dann auch schon schreibt. Dann habe ich doch als Anbieter gar keine Lust mehr. So, und wenn die guten Anbieter dann nicht mal dort tätig sind, weil denen selbst das ja auch schwer macht. Es reglementiert werden ja die gewerblichen Anbieter, die privaten nicht. Die privaten sind in der Meinung, sie können da alles zusammenbasteln und haben überhaupt gar keine Gewährleistungspflicht. Sie müssen keine Steuern zahlen und solche Geschichten. Dann ist dann im Endeffekt ist ja nur noch genau das im Angebot. Das heißt, ich bekomme da irgendwelche Küchentischbasteleien. Das betrifft jetzt vielleicht nicht den allerletzten, also jeden, der, ich will jetzt nicht ausschließen, dass da auch noch ein seriöser Anbieter bei ist. Nur auf Dauer wird er natürlich feststellen, dass das nichts für ihn ist, weil er als gewerblicher Anbieter der ist, der reglementiert wird, was ja den Verbraucher schützen soll. Aber die ganzen Bastelbuden, die werden ja über private Kontos verkauft. So, und da habe ich keinen Anspruch. So, da ist der Verbraucher natürlich super geschützt, wenn die seriösen Anbieter reglementiert werden und letztendlich verschwinden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Auch wenn da mal eine Anfrage kommt, man merkt, klar merkt man, die Anzahl der Anfragen, die nimmt zu, aber im gleichen Maße sinkt ganz klar die Qualität der Anfragen, bis hin wirklich zu ganz dummen Geschichten, wo ich also mittlerweile auch gar nicht mehr drauf reagiere. Also wenn ich mal gar nicht antworten sollte per E-Mail, dann vielleicht auch mal hinterfragen, ob meine Frage, die ich gestellt habe per E-Mail, ob das wirklich so sinnhaftig war. So, und dann geht es weiter hier, bevor ich mich jetzt hier heiß rede. Das sind hier Stützkondensatoren für die Versorgungsspannung. Und jetzt geht es los mit Werten erhöhen. Wir sind jetzt hier beim CD101. Da kommen hier 47 μF rein. Das ist auch gut und ausreichend. Aber wenn ich mir jetzt diese Kondensatorenwerte vergleiche mit dem CD100, da sind dann an diesen Stellen nur 22 μF. Das heißt, hier hat Philips selbst nachgebessert bei dem Modellwechsel von CD100 auf CD101 und hat diese also die Kondensatorwerte erhöht von 22 auf 47. Und das ist vertretbar. Nur, also man sieht da wirklich ganz kuriose Sachen und Fotos, dann sieht man da plötzlich Kondensatoren mit 1000 μF. Das hatte ich ja im letzten Teil, bin ich da schon drauf eingegangen. Das ist also eine Katastrophe. Damit schade ich mehr, als dass das was nutzt. Das hat hier überhaupt nichts zu suchen. So, also wer
einen CD100 originalgetreu revisionieren möchte mit original exakten Kondensatoren, der bestellt das Revisionsset für ein CD100. Wer das Upgrade so gesehen haben möchte, was Philips selbst ja gemacht hat mit den 47 μF Farad, der bestellt das ansonsten völlig identische Set für CD101. Da sind dann also die 47 μF Farad Kondensatoren drin. Hier macht die leichte Erhöhung Sinn, aber mehr auch nicht. So, dann haben wir hier unten noch einen. Wie ich schon im letzten Teil sagte, diese kleinen Werte, die brauchen nicht bis auf die Platine aufsitzen. Die möchten gerne auch leicht erhöht sein. Dadurch sind die auch schwingungstechnisch von der Platine entkoppelt. Hier haben wir noch zwei. Hier ist es jetzt auch anders um 90 Grad gedreht, wie das jetzt in der verlinkten Anleitung der Fall ist, dieser Kondensator. Da kann man sich dann an den Aufdruck auf dem Board orientieren. Da gibt es eben sehr unterschiedliche Aufdrucke und Bestückungen. Bei den CDM0 Platinen, also die Laserplatine von dem CD100, da gibt es 5 unterschiedliche Layouts in der Bestückung. 5 Stück. Jedes Teil ein Unikat bald. So, dann haben wir hier noch ein oben noch ein. Und dann die Kondensatoren, die restlichen da einlöten. Also in der Regel kommen mir also im Abstand von, naja, ich sag mal, das kommt alle 1-2 Monate mal vor, dass hier auch eine Anfrage kommt zur Reparatur eines kaputten Gerätes, was bei eBay erworben wurde. Also was mache ich grundsätzlich gar nicht. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Also ein Gerät, das nicht funktioniert, das ist völlig in Ordnung, das kann man reparieren. Das machen wir ja hier. Aber ein Gerät, wo vorher dran rumgebastelt wurde, das macht hier 3-fache, 4-fache Arbeit. Insbesondere dann liest man das hin und wieder mal, ja, ich habe das Gerät, das ist komplett revisioniert worden vor 8 Wochen, macht jetzt aber Probleme bei der Wiedergabe. Das ist natürlich ein absterbender Laser, ganz klar. Der wird dann bei den Arbeiten durch elektrostatische Ladung beschädigt, der geht nicht sofort kaputt. Das dauert immer ein paar Wochen. Das ist ein typischer Fall. Also sowas braucht man sich gar nicht ans Bein heften. Also generell, wenn man jetzt so ein Gerät extra erwerben möchte, um das zu revisionieren, sollte man sich seine Quelle also 5-mal überlegen. Ich bin der Meinung, ein Gerät
was nicht funktioniert, aber dafür unangetastet ist, ist immer die bessere Wahl für so eine Komplettrevision. Also revisioniert werden müssen die alle, immer. Da muss man jetzt gar keinen Zweifel machen, wenn da ein Angebot ist für ein Gerät, das ist komplett überholt, Riemen getauscht. Alles klar. Das mag vielleicht spielen, aber wenn das Gerät nicht komplett überholt ist, dann ist das eine Frage der Zeit, wann irgendwas ausfällt. Also da sollte man schon mal genau gucken, was bedeutet denn das eigentlich komplett revisioniert, vom Verkäufer general überholt. So, genug geschimpft. So, im Großen und Ganzen sind jetzt alle Bauteile, die eingelötet werden müssen, die sind jetzt eingelötet. Jetzt kommt im Prinzip der langwierigste Arbeitsschritt. Nachdem alles eingelötet ist, werden also alle Lötstellen nochmal nachgelötet auf der Unterseite. Besonderes Augenmerk hier auch auf den Quarz hier, wo der eingelötet ist. Das dauert aufgrund der Vielzahl der Pinne natürlich am längsten. So, dann erstmal nachlöten. Lötpunkt für Lötpunkt. Das ist also so ein Kandidat. Jetzt sieht man es nicht mehr. Der also für eine kalte Lötstelle in Betracht kommt. Also wenn man da wirklich Pin für Pin vorgeht, kann man sich also das alles ganz genau anschauen. Wie sehen die Leiterbahnen aus? Und wenn ich da sowieso gerade zugange bin und den Lötkolben im Prinzip nur als Zeigefinger sehe, damit ich weiß, wo ich bin, kommt es aufs Gleiche raus, da ein bisschen Lötzinn mit ein bisschen frischen Flux dran zu halten. Da ist wieder so ein Kandidat. Da sieht man also einen richtigen. Wo ist es? Da sieht man so einen richtigen Ring. So, hier liegt bei diesem
Sockel löte ich jetzt jeden Pin nebeneinander, also nicht kreuz quer, weil ich da die Chips sowieso rausgenommen habe, und durch die großen Sockel wäre das auch hinfällig. Also bis da die Hitze zu dem Chip vorgedrungen ist in dem langen Sockel, da kann auch einiges passieren. Das ist immer der langwierigste Akt. Also was habe ich jetzt, wie viel habe ich jetzt? Also das ist ungefähr ein Viertel der Platine. Und hier habe ich also schon 2 bis 3 Kandidaten für eine kalte Lötstelle gesichtet. Manchmal muss man das auch gar nicht mit bloßem Auge sehen können. ...40 Jahre lang hat sich diese Platine im Gebrauch ausgedehnt und danach wieder zusammengezogen. Alles nachlöten. Nur die thermische Belastung für die Bauteile beim Löten auch beachten, das ist klar, hatte ich schon erwähnt. Aber ich denke, wer da keine Erfahrung mit dem Löten hat, der sollte jetzt auch nicht unbedingt mit dem CD100 anfangen oder CD101. Dafür sind die Geräte auch zu kostbar und zu teuer, also auch im unrestaurierten Zustand. Im restaurierten Zustand, das wird ja gar nicht honoriert. Also wenn man jetzt anschaut, was Basisgeräte schon angeblich kosten sollen, CD101, CD100 etc., was da im Angebot ist, was man meint, was jetzt schnell verfügbar ist. Dafür, dass die Geräte kaputt sind, sind die zu teuer. Das heißt, der ganze Arbeitsaufwand, den kann man nicht in einem finanziellen Faktor sehen. Das bekommt man also schwierig bezahlt.
man ja schon einige kommen und gehen sehen über die Jahrzehnte. Die dachten, sie würden jetzt mit sowas reich. Ich weiß auch nicht, was die Leute sich dabei denken, die dann da so ein Schwarzgewerbe betreiben, übers Internet, super klug. Äh, Das mag natürlich da eine Zeit lang gut gehen, aber wenn man sich mal seine Verkaufshistorie anschaut, dann geht man in sein Verkäuferprofil auf besagter Plattform, guckt mal an, was man verkauft hat. Das ist also alles über Jahre gespeichert. Also ich weiß nicht, welcher Illusion man da erliegen will, dass das nicht irgendwann mal sich die Katze selbst in den Schwanz beißt oder. Na gut, das soll jetzt nicht heißen, dass dann nicht auch jemand bei sein kann, der wirklich ein ambitioniertes Interesse hat. Der wird sich dann vielleicht auch im Laufe der Zeit verbessern können in seiner Qualität, aber ähm, solange das finanzielle Interesse da im Vordergrund steht, sieht das also schwierig aus. Was jetzt keine Werbung in eigener Sache sein soll, weil mit der Zeit, die ich also noch zur Verfügung habe, um Geräte zu bearbeiten, gibt es da nicht so große Möglichkeiten, dass ich hier also Geräte im großen Stil annehmen kann. Also ich bin jetzt ist es Ende Mai. Ich bin jetzt im Herbst. Ich bin jetzt irgendwo im Herbst, dass wenn ich jetzt ein Gerät annehme, dass ich das anfangen kann überhaupt. Also das Jahr ist noch nicht halb rum, aber das Jahr ist an Aufträgen eigentlich schon voll. Von daher, ich habe da gar kein großes Interesse, jetzt irgendwie eine große Lawine von Anfragen anzuregen. Dann lieber doch jemand suchen, der das vernünftig auch macht und den Bausatz oder das eben selbst zu machen anhand der Anleitung. Also da fehlt mir schlichtweg die Zeit, auch mit den anderen Projekten, die bei mir hier laufen. Also da ist das hier eher als Hobby zu betrachten, wo ich dann mal hin und wieder etwas Zeit investieren kann. Aber das Haupttätigkeitsfeld liegt also etwas woanders. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen Luxus, dass man sich das aussuchen kann. Was man jetzt gerade macht. Zeit hätte ich jetzt auch eigentlich nicht hierfür, weil ich habe festgestellt, dass das Filmen und das Schneiden doch auch sehr zeitintensiv ist. Also mehr wie ich dachte. Und eigentlich hätte ich nicht dafür die Zeit. Nur das jetzt mit diesem CD100/CD101, das war mir einfach mal wichtig, da irgendwie auch mal was Zusammenhängendes
als filmisches Objekt da bereitzustellen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Jetzt die linke Hälfte vornehmlich. Dann gehe ich nochmal nach hier oben, etwas weiter rechts rüber und dann wieder nach unten. Also ich habe jetzt knapp die Hälfte, würde ich sagen. Mühselig. Aber unvermeidlich. Alles kann man leider trotzdem auch nicht in diesen Videos zeigen. Wie gesagt, ich hatte den letzten Teil gestern, die Servoplatine, dann sogar auf 2 Teile splitten müssen, weil ich bei Richtung 4 Stunden war. Habe dann also einiges rausgeschnitten. Also man kann nicht alles zeigen. Nicht wirklich jedes einzelne Detail. Aber ich denke, die grundlegende Richtung sollte vielleicht erkennbar sein, hoffentlich. Und generell bei jetzt Reparaturen von solchen Geschichten, Erfahrung ist wichtiger als nacktes Wissen, zum einen, und zum anderen ist es die Haltung, die analytische Vorgehensweise, wie ich ein Problem löse, wie ich nach dem Fehler suche. Das ist eigentlich der Schlüssel dafür. Ob man da jetzt 50 Semester Raschnaschnasch studiert hat, das hilft einem da überhaupt nicht weiter. Erfahrung. Manchmal ist es besser, 5 Minuten zurückzulehnen und nachzudenken, als 1 Stunde zu suchen. In schwerwiegenden Fällen ist es auch noch besser, auch den Lötkolben auszumachen und aufzuhören. Pause machen und beim nächsten Mal löst sich das Problem in 0, nichts. Mit dem Kopf durch die Wand ist meistens keine Lösung.
Jo, da kommt einiges zusammen hier. Wo ich gerade bei den Koppelkondensatoren hier bin, die um die Wandler hier sitzen. Da sieht man also auch abenteuerliche Konstruktionen, was da hingebastelt wird, zusätzliche Kapazitäten und sowas. Also ich kann nur sagen, lasst die Finger davon. Nichts ändern, weil es kommt an dieser Stelle überhaupt nicht auf die Kapazität an. Es geht da um Innenwiderstand nach Masse. Also das ist völliger Unsinn. Da werden dann ellenlange Antennen werden da angelötet an die Wandlerchips in Form von Folienkondensatoren. Da hat irgendwann mal irgendeiner was dazu geschrieben. Ich habe Feuer gemacht, es funktioniert immer noch, muss besser sein als vorher. Und dann der nächste liest es, steht ja im Internet, muss ja stimmen. Also tatsächlich gibt es hier auch viele Bereiche, da sollte man einfach die Finger von lassen, weil es gibt nichts zu verbessern. Zum Beispiel bei den Nachfolgemodellen, da sind statt dieser Keramikkondensatoren, die jetzt auch noch durch die Platine gesteckt sind, also diskrete Bauteile, bei ab 104 etc., da sind das SMD-Bauteile auf der Unterseite der Platine. Das ist besser. Die Anschlusswege sind kürzer. Und das ist auch völlig okay, dass das dort Keramikkondensatoren sind. Ja, da kommt es auf ganz andere Dinge an. Keramikkondensatoren sind eigentlich ganz hervorragende Sachen. Im Audiobereich haben die oftmals einen schlechten Ruf, weil die sehr mikrofonieanfällig sind. Das heißt, die können sehr gut auch Schall in elektrische Energie umwandeln. Und je nach Einsatzort kann das ja nachteilig sein. Nur man muss halt wissen, wo und für welchen Zweck so ein Bauteil eingesetzt wird. Und wenn an mancher Stelle ein Polypropylenkondensator besser ist, heißt das aber nicht, dass der jeden Keramikkondensator ersetzen sollte. Meine Meinung. Kann man glauben, muss man nicht. Kann man anderer Meinung sein. Ich mache das hier so.
Tja, Meinungen können sehr unterschiedlich sein. Jetzt letztens habe ich ein Filmchen gesehen von jemandem, der auch im Audiobereich so privat so kleine Filmchen machte. Der regte sich also einen ganzen Film über einen Kommentar auf. Da hatte irgendjemand kommentiert unter seinem Filmchen, dass im Prinzip, dass das, was er macht, alles kompletter Quatsch ist. Das ist sein Hobby und dann macht er Filmchen drüber, es geht um HiFi. Da kann man immer andere Meinung sein, aber jemandem sein Hobby komplett abzusprechen, dass es alles Quatsch ist und dass das bei ihm, dass er das ja sowieso nicht hören würde, weil er schon ein gewisses Alter hätte und die Ohren wären sowieso schlecht, machte das also gar keinen Sinn. Also das ist natürlich so ein Kommentar, ist einfach nur peinlich, jemand anderem also sein komplettes Hobby abzusprechen, plus überhaupt noch die körperliche Leistungsfähigkeit irgendwie zuzusprechen. Also das ist, für mich ist das kaum zu überbieten. Also in der Sache kann man gerne auch kritisieren, aber da finde ich auch, ist es einfach übertrieben. Aber gut, sich darüber jetzt aufzuregen, ist noch was anderes. Da muss man vielleicht ein dickeres Fell bekommen. Aber irgendwie scheint das immer mehr zur Normalität zu werden, dass man anderen die Wurst auf dem Butterbrot nicht mehr gönnt. Gab es früher auch schon, aber ich finde, es nimmt zu. So, die Schere geht auseinander. Ich habe aber den Eindruck, dass das im deutschsprachigen Raum etwas schlimmer ist. Also diese ganze Forenkultur etc. finde ich also ganz schrecklich. Internetforen, die eigentlich aber auch ausgedient haben. Also das mit Internetforen für irgendwelche Geschichten. Dieses Konzept kommt, glaube ich, irgendwie zu seinem Ende. Ich habe da sowieso nicht dran teilgenommen, weil mir die Art speziell in deutschsprachigen Foren nicht so zusagt. Wenn da wirklich mal jemand kommt, der eine Frage stellt, dann muss er sich erstmal für dumm erklären, warum er die Frage stellt. Ob er denn nicht Google bemühen könnte oder eine Suchfunktion. Ich meine, wofür brauchen wir dann ein Forum, wenn wir alle nur noch Google bemühen oder irgendwelche Suchfunktionen? Dann kann man das Forum doch auch direkt zumachen. Aber das Interesse, so wie ich das sehe, ist bei mir, ja, da gucke ich mir lieber mal ein Filmchen an von irgendwelchen Leuten, die auch an der CNC-Fräse basteln oder die auch mal einen alten Receiver reparieren. Das gucke ich mir lieber an und muss ich sagen, das ist meistens englischsprachig. Also US-Englisch häufiger, weil ich das einfach besser verstehe. Je nachdem, wo das in England ist, verstehe ich schlichtweg den Dialekt nicht. Da habe ich manchmal wirklich Schwierigkeiten, der englischen Sprache zu folgen.
fällt mir spontan Mandit Mark ein. Den kann man noch verstehen, auch wenn er sehr schnell spricht. Und der macht immer sehr lustige Filmchen, um Elektronik auch. Das ist immer ganz interessant, weil der dann auch immer interessante Geräte dann auch nimmt in seinen Filmen. Da ist auch die Schlagzahl der Filme hat ein bisschen abgenommen bei YouTube. Also von den interessanten Filmen finde ich. So Katzen, wenn ich jetzt Reichweite haben will, dann mache ich natürlich Katzenvideos. Da kann man dann schnell ein paar Millionen Klicks bekommen, wenn es darum ginge. Und generell von den guten Inhalten haben offensichtlich viele Leute weniger Lust, viele Filme zu machen, als das früher der Fall war. Woran es liegt, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich hatte da jetzt noch nie so sehr viel Zeit investiert in die Filme. Was natürlich auffällig ist, dass das Werbevolumen einfach zunimmt. Schrecklich. Also, dass ich dann auch immer 2 Werbungen hintereinander habe. Also ich finde, das ist jetzt irgendwo, das Maximalmaß ist, glaube ich, ja, eigentlich schon überschritten. Gut, jetzt kann ich irgendwie eine kostenpflichtige Mitgliedschaft dann machen. Dann habe ich noch nicht ausprobiert, mache ich auch nicht. Wenn es mir zu dumm wird mit der Werbung, dann mache ich es aus. So, ist es das tatsächlich gewesen? Alle Lötpunkte. Das ist nochmal eine Sichtkontrolle. Jetzt, ob ich irgendwo mit dem Lötzinn vielleicht einen Kurzschluss fabriziert habe. Das kann durchaus passieren, ist gar nicht so selten. Insbesondere wenn man es eilig hat. Naja, und wer es eilig hat, der hat jetzt sowieso schon lange abgeschaltet hier beim Film. Ich weiß nicht, in welcher Minute wir jetzt sind. Ich komme ja auch oftmals nicht über das Intro hinaus, wenn dann irgendwie so ein wahnsinniger Film angepriesen ist und dann ja, weiter geht's nach dem Intro. Und dann kommt erstmal eine Wahnsinnsanimation mit Musik. Da habe ich also schon häufig abgeschaltet. Ich denke, das ist alles fertig gelötet und kann jetzt die Unterseite reinigen. Das können wir ausmachen. So, jetzt haben wir hier in diesem Bereich
besonders viel Dreck. Da werde ich natürlich gut ausspülen. Der Bereich ist also auch nach oben gerichtet in der späteren Einbaulage und da sind auch Lüftungsschlitze und hier gelangt also richtig Staub und Dreck hin. Da kommt also ein richtiger Schmier manchmal zusammen. Den hatte ich jetzt vor dem Löten, ganz im ersten Teil war das, glaube ich, schon direkt grob gereinigt mit einem Pinsel und einem Staubsauger, dass einfach der lose Staub auch nicht aufwirbelt. Bei der Bearbeitung, das will ich ja jetzt hier auch nicht unbedingt haben. Also eine erste Grundreinigung passiert schon immer vor der Bearbeitung. Ja, da verfärbt sich das langsam dunkel, bis es dann irgendwann mal aussieht wie Kaffee. Da will ich mal etwas ups, das war jetzt nicht so schlau. Beste Gelegenheit, auch mal den Tisch wieder zu reinigen. Dann mal zwei Stellen noch entlöten, wo nachher die Digitalkabel angelötet werden, dass ich da überhaupt wieder Platz habe zum Anlöten. Und dann hier noch den Bereich, wo die analogen Signale dann zu den Chinchbuchsen gehen. So, dann ist das auch sauber. Weiter reinigen.
So, da haben wir den Dreck gleichmäßig verteilt über die ganze Platine. Kölsche Wisch. So, die Zahnbürste natürlich hinterher nicht mehr zum Zähneputzen verwenden. Muss man ja vielleicht auch heute dabei sagen. Steht ja auf dem Kaffeebecher auch drauf, dass er heiß ist. Katze nicht in die Mikrowelle. Also sowas. Bleiben Sie daheim, da kann nichts passieren. So, einen Moment trocknen lassen. Lieber einmal zu viel kontrollieren. Kann es jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber das sah aus, als wenn er so ein Mikrofädchen Lötzinn wäre. Das kann dann durchaus den Tag versauen. Also ich suche jetzt nach möglichen Lötresten, die vielleicht verblieben sind, auch nach der Reinigung. Manchmal tropft daraus der Entlötpumpe wieder so ein kleiner Tropfen daraus, hier aus der Spitze. Und das muss man vielleicht nicht bemerken, dann sitzt das irgendwo und das meiste geht weg, wenn ich das reinige mit der Bürste. Aber es kann ja durchaus mal sein, dass irgendwo was ist, was also beim Bürsten nicht weggegangen ist. Ein Rest Lötzinn, was auch immer. Ein abgeschnittenes Beinchen, also von dem Kondensator. Ja, ich kann da nichts entdecken. Das sieht alles so aus, wie es soll. Dann mache ich das, was ich immer mache. Ich versiegel das ein bisschen hier wieder mit meiner Lösung.
Ja, das ist ja Kolophonium. Was ist denn das überhaupt, Kolophonium? Das ist ein Naturprodukt. Das ist Baumharz. Musiker von Streichinstrumenten verwenden das auch, um ihre Streichbögen damit ja, einzureiben. Das macht dann eine ganz bestimmte Haftung, die die Saite dann zum Schwingen bringen soll, was dann manchmal auch gelingt. Und hier hat es einfach einen imprägnierenden Effekt. So, das kann trocknen.